Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Mechatronics. Heute geht es mal um das Thema Schubumluftventil oder auch Blow-Off genannt und zwei kleine Upgrade-Möglichkeiten, in dem Fall jetzt für den Ford Fiesta ST, und da erkläre ich euch mal dazu, wie das Ganze funktioniert, was sowas bringt, und dann wünsche ich euch viel Spaß. Ja, zuallererst mal, was macht das Schubumluftventil oder auch Blow-Off-Ventil genannt überhaupt? Der Turbolader baut ja Ladedruck auf, wenn wir auf dem Gas stehen. Wenn wir jetzt aus dem Gas gehen, zum Beispiel zum Schalten, dann ist ja nach wie vor in dem Ladedruckbereich Druck vorhanden vor dem Motor, den wir aber zu dem Zeitpunkt gar nicht brauchen können. Wäre das jetzt ein System ohne Schubumluftventil, dann würde die Ladeluft jetzt in dem Fall kurz vor Motor abprallen, Druck wieder zurück Richtung Turbolader befördern und diesen damit wellenartig abbremsen. Das klingt dann bekannterweise so. Jetzt ist der Turbolader abgebremst. Wenn wir jetzt den nächsten Angang eingelegt haben und wieder voll ins Gas steigen, dann muss der Turbolader erstmal wieder an Drehzahl gewinnen und den Ladedruck natürlich wieder aufbauen. Das dauert seine Zeit. Der Vorteil jetzt an einem Schubumluftventil ist, dass es die Ladeluft beim aus dem Gas gehen einmal ableitet, quasi der Druck bleibt nicht bestehen und prallt am Motor ab und kann in dem System hin und her schwingen und den Turbolader abbremsen, sondern die Luft wird abgeleitet im Druckbereich und wird zum Beispiel wieder vor den Turbolader gebracht, dass es wieder vom Turbolader angesaugt werden kann und somit den Turbolader nicht abbremst, was uns dann natürlich nicht zu einem Drehzahlverlust des Turboladers führt und wir nur den Ladedruck wieder aufbauen müssen, aber der Turbolader nicht wieder an Drehzahl erneut gewinnen muss. Natürlich fällt der Turbolader hier auch mit der Drehzahl leicht ab, aber er wird nicht durch die Luft abgebremst, weil die Luft umgeleitet wird und wieder vor den Turbolader gebracht wird. Das klingt dann meistens wie ein Zischen. Das Geräusch des Sutututu ist ja dieses wellenartige Abbremsen des Turboladers bzw. dessen Schaufeln, und wenn wir ein Zischen hören, das ist dieser schlagartige Ladedruckabbau über das Schubumluftventil. Jetzt gibt es natürlich auch offene Schubumluftventile. Diese lassen die Luft nicht ab und bringen ihn wieder vor den Turbolader, sondern die lassen einfach die Ladeluft in die Umwelt ab und somit ist das Zischen lauter und hat dieses typische japanische originale Schubumluftventile sind meistens ziemlich günstig produziert und aus Kunststoff zum Beispiel und sind auch gerne nicht 100% dicht oder werden mit der Zeit auch durch die Temperaturschwankungen am Motor undicht. Das liegt an den minderwertigen Materialien, auch an dem Kunststoff, was sich ja ausdehnt, zusammenzieht, verschieden ausdehnt, dann auch spröde wird mit der Zeit zum Beispiel und so weiter. Deshalb verbaut man bei getunten Fahrzeugen gerne ein Schubumluftventil aus Aluminium oder upgradet das Originale mit Aluminiumteilen. Hier haben wir zum Beispiel ein Upgrade-Kit für das originale Schubumluftventil, welches die wichtigen Teile oder den wichtigen Bereich upgradet mit Aluminium und hochwertigeren Materialien und uns somit ein dichteres System gewährleisten kann. Diese Teile werden zwischen dem originalen Schubumluftventil und dem Anschluss für das originale Schubumluftventil geschraubt. Da werden sie verbaut und ersetzt euch dann diesen Dichtbereich und da könnt ihr sicher sein, dass das System dicht ist. Dieses Upgrade-Kit werde ich euch auch unten in der Beschreibung verlinken, da könnt ihr euch das mal anschauen, vielleicht ist es ja was für euch. Es gibt auch komplette Austauschteile, wie zum Beispiel dieses Schubumluftventil aus Aluminium von Turbosmart, welches dann durch seine Materialien auch gewährleistet, dass Temperaturschwankungen dem ganzen Thema nichts ausmachen und das auch dicht ist. Das ganze Schubumluftventil ist natürlich dann verbessert ausgeführt und gewährleistet uns einfach eine konstante Regelung über den ganzen Temperaturbereich und damit eliminieren wir aber das originale Schubumluftventil komplett. Das werde ich euch auch unten in der Beschreibung verlinken und könnt ihr mal durchschauen. Vielleicht ist es eine Alternative für euch. Vielleicht war euers ja auch schon undicht. Beim Ford Fiesta ST habe ich das ja auch schon öfter mitbekommen, dass mal Schubumluftventile nicht dicht waren. Und wenn ihr auch betroffen wart von sowas, dann lasst es mich wissen, schreibt es mal unten in die Kommentare, würde mich interessieren. Und ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen was erklärt, hat euch Spaß gemacht. Um sowas nicht zu verpassen, abonniert einfach den Kanal und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.